Wenn man Ballett hört, denkt man normalerweise direkt an Tutus und Spitzenschuhe und in diesem Video wird es um Tutus gehen. Ich möchte euch nämlich erklären, welche verschiedenen Arten von Tutus es gibt und ein bisschen darüber plaudern, welche Tutus ich besitze. If you think of ballet, the things that usually pop directly into your mind are tutus and point shoes, and in this video I want to talk about tutus, tell you which kinds of tutus exist and chat a little bit about which tutus I own. Wie ihr schon gemerkt habt, wird dieses Video auf Deutsch und Englisch sein, damit meine englischsprachigen Zuschauer dieses Video besser verstehen können. As you already noticed, this video will be in German and in English, so that my English-speaking viewers can also understand me better. Also los geht's. Das erste Tutu habe ich auch schon in der Hand. Das ist ein Übungstutu, wird auch Tutulet genannt. The first tutu I already have in my hands. This is a practice tutu, also sometimes called tutulet. Das ist hier einfach ein Rock aus Tüll. Und dann ist hier noch so ein Höschen dran genäht. It's just a skirt of tulle, and here you can see that a panty is sewn onto it so that you can wear it more easily. Tutus bestehen immer aus mehreren Lagen Tüll. Tutus are always made of multiple layers of tulle. Hier könnt ihr jetzt sehen, das war ein eher billiges, das besteht aus 5 Lagen Tüll. So you can see here, this is more of a cheap tutu. It has 5 layers of tulle. Wenn man teurere Tutus kauft, ist natürlich die Qualität vom Stoff besser, aber meistens hat es auch mehr Lagen. So if you buy a more expensive one, usually the quality of the fabric is better, but also it has more layers so that it looks nicer. These tutus you can get from about 30 bucks to 60 bucks. Ihr könnt solche Tutus von 30 Euro, wie das jetzt hier gekostet hat, bis 60 Euro kaufen. Ist für ein Tutu noch recht billig. That's actually cheap for a tutu. So, moving on to the next. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Art von Tutu. Und das sind hier die Tutus, die man für Aufführungen anziehen kann. So the next kind of tutus are those that you can wear for performances. Ihr könnt hier sehen, dieses Tutu ist recht einfach gehalten, war also eher noch billig. Dies ist ein Einteiler, das heißt, das Trikot oder dieser Body ist schon mit dran genäht. So this tutu is actually at the cheap end of tutus that you can wear for performances and that look a little bit nicer. It is not that much decorated and it also is one piece, so there is the leotard already sewn onto the tutu skirt. Because the more expensive ones, they actually are 2 pieces. I will show you this in a second. Die Tutus, die Aufführungstutus, die ein bisschen teurer sind oder sehr viel teurer sind, bestehen tatsächlich eher aus 2 Teilen. Das zeige ich euch aber gleich noch. Dieses Tutu sieht viel besser aus, wenn man es anhat, als das Übungstutu eben, finde ich, weil es viel mehr absteht und eben diese Linie gibt, die man normalerweise haben will, wenn man an klassische Ballett-Tutus denkt. So this tutu looks way better when you wear it, in my opinion, because it stands really good and it gives that line that you usually want when you think of classical tutus. Das hat hier genauso viele Lagen wie das Übungstutu eben. Man arbeitet hier mit einem kleinen Trick. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es so gut sehen könnt, aber die erste Schicht von Tüll ist kürzer, danach immer länger und dadurch steht es so schön ab. So you work here with a little trick because the first layer of tulle is very short, then the second is a little longer and it gets longer along the way so that it stands better. Dieses Tutu hat ungefähr 80 Euro gekostet, ist damit noch günstig. Ich werde euch nachher nochmal sagen, wie viel die richtig professionellen kosten. So this tutu was actually quite cheap with 80 euros. The professional ones that are really nicely decorated and so on, they are really more expensive. I will tell you in a second how much exactly. Als nächstes, wie versprochen, das professionelle zweiteilige Tutu.
So now, just as promised, the professional two-part tutu. Das ist hier ein romantisches Tutu. Das heißt, man will hier nicht, dass es absteht. Das ist kein Teller-Tutu wie die letzten zwei, sondern es ist eher ein langes Kleid. Romantic tutus are longer. You do not want them to stand away from your body like the tutus I showed you before. Ich musste hier im Bereich der Oberweite ein bisschen was anpassen. Ich konnte das nicht ganz zumachen, weil ich ein bisschen mehr Oberweite hatte als die normale Ballerina. So I had to make little adjustments around the chest because it seems like I have a bigger chest than the average ballerina, unfortunately. Das hier war auf jeden Fall viel teurer als das, was ihr eben gerade vorher gesehen habt. Es ist handgenäht, es ist von einem Theater. Ich habe es gebraucht gekauft und dieses wurde tatsächlich beim Nussknacker verwendet, wurde mir vom Theater gesagt. So this tutu obviously was much more expensive than the one I showed you before. It is a professional tutu that was used in a theater in a production of Nutcracker for the Waltz of the Flowers. Ich habe das natürlich nicht, wie soll ich sagen, zum vollen Preis gekauft. Das ist sehr gebraucht und hat auch ein paar Stellen, wo es nicht mehr so schön aussieht. Aber ich wollte wissen, wie so ein professionelles Tutu aussieht. Of course, I didn't pay the full price. It was used and has some spots where it doesn't look that nice, but I just was very curious to see how professional tutus look like. Normalerweise kann man nämlich für professionelle Tutus, egal ob jetzt hier romantische oder klassische, die abstehen, so mit, ja, 200 € rechnen für die günstigsten. Man kann auch mal 400 € ausgeben, das ist dann nach oben offen. So for these kinds of tutus you have to, calculate with 200 euros, and that's just the starting point. You can also pay 400 euros. It is really open end with these things. Und als letztes Tutu, mehr so aus Spaß, möchte ich euch hier dieses Fastnachtstutu zeigen. Das ist mehr so zum Spaß, vielleicht auch ein bisschen, ja, um darzustellen, wie sich Leute Ballerinas und Tutus vorstellen, die keine Ahnung von Ballett haben. Man sieht hier, es hat kein angenähtes Höschen, das würde keine Ballerina tragen. So this is a very cheap Carnival tutu that you would not wear as a ballet dancer. You can see no panty, no nothing, and it is way too short and doesn't look nice. So this was clearly made by people that do not know what dancers want. Es ist aber wirklich einfach nur so zum Verkleiden. Das ist auch, ich weiß nicht, ob es überhaupt Tüll ist, aber es auf jeden Fall steht überhaupt nicht ab. Ich glaube, das ist eher ein anderer Stoff. Und wie gesagt, viel zu kurz. So I don't even know if this was made of tulle because it is very soft and it doesn't stand away from your body at all. Ja, wollte ich einfach nur mal mitbringen, um euch zu zeigen, wie Tutus, die man beim richtigen Ballett trägt, nicht aussehen. Just wanted to take this with me and show to you to make it clear that this is not how dancers dress in class or definitely not in performance. But yeah, if you want to have a nice dress up, then I guess this does the job. I actually wore this for a carnival occasion, for a carnival event where I wanted to be a black swan. Das habe ich tatsächlich getragen, als ich mich einmal als schwarzen Schwan verkleidet habe auf einer Fastnachtsveranstaltung. Das ist halt einfach dann wiederum ganz praktisch, weil es nicht absteht und weil es nicht so lang ist. Dann stört man nicht so die anderen, weil wenn man in einem vollen Raum ist und man hat ein richtiges Tutu, dann ist es doch ein bisschen unangenehm für die Leute um einen herum. So if you wear a full-size tutu and it stands away from your body and you're in a room full of people, the people around you probably would not be pleased. This is not what you want to wear when you want to make friends, I guess. Und dann sind wir auch schon am Ende vom Video. Wie fandet ihr das denn mit dem Deutsch-Englisch? War das okay? War das zu viel? War das zu verwirrend? Bitte schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. How do you feel about the German and English mash-up that I just used in this video? Please write in the comments what you think of this bilingual video session here. Otherwise, we're already at the end of the video. I hope you enjoyed it.
dann liked doch dieses Video, abonniert meinen Kanal und schaut meine anderen Videos. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mal auf Patreon vorbeischauen und mich da mit Geldspenden unterstützen, wenn ihr so großzügig sein möchtet. So all that's left to say now is that you can like this video, subscribe to my channel and watch my other videos if you like this one, although they are in German, so it's maybe a little bit complicated if you're an English speaker. Dann sehen wir uns im nächsten Video. See you in the next video. Bye!